Hallo zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um meinen Favoriten von den Vorzugsaktien von MSTR, von Strategy, der Bitcoin Treasury Company, die praktisch gerade alle Bitcoins aufkauft, die es gerade noch auf dem OTC-Desk gibt. Das ist ein anderes Thema, aber ja, wir gehen rein. Was kann STRK für dich bedeuten? Welche Vorteile gibt es? Welche Nachteile? Wie funktioniert es überhaupt? Für wen ist es geeignet? Wo kann man es kaufen? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und wir gehen rein ins Video. Und zwar STRK, genannt Strike, ist eine Vorzugsaktie von den Stammaktien, ist praktisch wie ein Tochterunternehmen von Strategy. Das ist dazu da, um Geld einzusammeln für MicroStrategy, nenne ich es jetzt mal, um davon die Bitcoin-Käufe, die wöchentlich geschehen, zu finanzieren. Ganz einfach. Was gibt es für Gründe oder Vorteile, STRK zu kaufen? Es gibt eine 8% Dividende, die garantiert ist, also nicht wie bei anderen Unternehmen wie jetzt SAP oder ja, wo die sagen, wir haben so und so viel Gewinn gemacht und deswegen zahlen wir dieses Jahr 3% Dividendenrendite, sondern diese 8% sind wirklich garantiert, egal ob es das Unternehmen in Gewinn gemacht hat, Verlust gemacht hat, du kriegst eine 8% Dividende. Wie werden die finanziert? Finanziert werden die durch Herausgabe neuer Aktien von MSTR oder eben Kreditaufnahme. Es gibt verschiedene Wege, wie die finanziert werden. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber du hast praktisch den Anspruch, wenn du die Aktien kaufst, kriegst du deine 8% Dividende. Das ist praktisch, ich würde es wie ein Zins sagen, wie eine Bank, die 8% Zinsen zahlt. Ausgezahlt werden die alle Vierteljahr. Das heißt, du kriegst alle 3 Monate 2% Dividenden auf dein investiertes Kapital. Der Nennbetrag, also der Kaufkurs, ist auch festgelegt auf $100, wie bei den anderen Aktien, also Vorzugsaktien von MSTR. Da gibt es noch STRD, STRF und STRC. Aber hier ist auch eben der Nennbetrag bei $100 festgelegt. Das ist auch ganz normal, dass das Ziel ist, dass keine Kursschwankungen sind in der Aktie. Das heißt, wenn der Preis steigt, dann geben sie einfach mehr Aktien aus, denn dann fällt das Angebot auf den Börsen und die Preise der Aktien steigen wieder durch die gleichbleibende Nachfrage. Und umgekehrt, wenn die Preise fallen, geben sie einfach gar keine Aktien mehr aus. Das heißt, das Angebot sinkt und die Nachfrage bleibt auch gleich, weil extrem viele Leute diese Aktien kaufen wollen, eben wegen dieser 8% Dividende und noch dem zweiten Punkt, den ich dann gleich im Video erkläre. Genau, das heißt, der Nennbetrag ist bei $100, soll um den Space rum bleiben, das heißt, der kann mal auf 110 steigen, der kann mal auf 90 gehen, aber prinzipiell macht man durch die Aktie keine riesen Kursgewinne, sondern eher fokussiert man fokussiert sich auf die Dividende. Das ist auch wichtig. Genau, was gibt es sonst noch zur Aktie zu sagen? Die Dividende kann ausgezahlt werden in Dollar oder MSTR-Aktien. Also du kriegst dann Aktienanteile in eben den Betrag, den du hast. Das kann das Unternehmen selbst entscheiden und das macht es wahrscheinlich abhängig davon, wie liquide sie gerade sind. Denn Geld, die haben eben feste Zahlungen immer. Geld ist praktisch bei denen begrenzt. Und also Stammaktien, die MSTR-Aktien, die ganz normal bei der Börse gehandelt werden und über die eigentlich die normalen Leute sprechen, die können sie ja immer weiter verwässern. Das ist ja auch deren Strategie und die können sie dann eben als Dividende auch zahlen. Das heißt, man kann ja auch damit rechnen, dass man mal MSTR-Aktien als Dividende bekommt. Ist das schlecht? Ja, man hat natürlich dann, die Dividende kann sich natürlich dann auch mal halbieren, wenn der Kurs dieser Aktien fällt, oder die Dividende kann sich verdoppeln, wenn der Kurs steigt. Ich gehe hier von steigenden Kursen aus, deswegen macht es mir nichts aus. Und jede MSTR-Aktie, die man hier kumuliert oder kauft oder bekommt, ist natürlich ein Vorteil auf lange Sicht, weil die Kurse wahrscheinlich weiter steigen werden und dieser eingebaute Hebel auf Bitcoin eher eine überproportionale Rendite bringt. Dann kommen wir auch schon zur Wandelbarkeit, Conversation, was dieser einmalige Vorteil dieser Aktie ist. Und zwar hat man die Option, jederzeit kann man den Betrag, den man in diese Aktien investiert hat,
nehmen wir mal $1000, kann man umwandeln in MSTR-Aktien. Also du kannst praktisch diese umtauschen. Gehst du zum Unternehmen, die machen immer so eine Fragerunde und fragen dich, willst du die umtauschen? Dann kannst du entscheiden, ja, nein, vielleicht. Und du sagst irgendwann mal, ja, ich möchte sie jetzt umtauschen. Dann kriegst du für $1000 kriegst du eine MSTR-Aktie, wenn du $1000 investiert hast. Das heißt, du kriegst die MSTR-Aktien zu einem festen Preis, kannst du die kaufen von $1000. Wenn jetzt der Preis von den MSTR-Aktien, also MSTR-Aktien sind die ganz normalen MSTR, die schon seit 5 Jahren an der Börse sind und die ganz normal gehandelt werden. Wenn jetzt dieser Preis, der ist gerade unter $200, wenn jetzt der Preis bei $500 ist, dann kannst du diese für 1000 Euro, also für $1000 tauschen. Macht keinen Sinn, du machst $500 Verlust. Aber wenn jetzt der Preis mal auf $5000 steigt oder auf 10.000 oder vielleicht in irgendwelcher Zukunft auch auf irgendwas, dann macht es vielleicht schon Sinn. Bei $5000 kannst du die dann für $1000 zum jetzigen Kurs umtauschen oder zum jetzigen Tag, nicht zum jetzigen Kurs, zum jetzigen Tag umtauschen, kriegst du dann in dein Depot geschrieben und kannst sie praktisch direkt für $5000 verkaufen. Wenn wir jetzt mal von steigenden Bitcoin-Preisen ausgehen und von steigenden Preisen in der Stammaktie von MSTR, die das dann ist, dann kann man hier praktisch einen zusätzlichen Gewinn von 500.000% einfahren, plus die Dividende. Es ist praktisch, du kriegst eine niedrige Dividende im Vergleich zu den anderen Aktien. 8% ist jetzt für mich auch nicht niedrig, ist okay. Und du kriegst die Option, wenn der Bitcoin-Preis steigt und das alles aufgeht und die Aktie durch die Decke geht in Zukunft, dann kannst du die noch umwandeln und hast praktisch einen höheren Gewinn. Und eben, ja, und du hast auch diese Option, das musst du nicht machen. Das kannst du nur machen, macht auch nur Sinn, wenn eben die Aktie steigt. Das ist hier praktisch für Leute, die sagen, okay, ich möchte irgendwie in den Bitcoin investieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte nicht direkt den Bitcoin verkaufen, ich möchte keinen Totalverlust machen. Dann kaufen die einfach, das ist perfekt für die Leute, weil die können einfach die Aktie kaufen, haben eine sichere, meiner Meinung nach, hohe Rendite von 8% und die Option, in ein paar Jahren nochmal riesige Gewinne abschöpfen zu können durch diese Conversation oder Wandelbarkeit. Der Anteil ist hier praktisch $100 und du musst 10, also der Nennwert von STRK ist $100 und du musst 10 Aktien haben, um eine MSTR-Aktie zu bekommen. Das ist so festgelegt. Genau, das sind eben die Vorteile. Hohe Sicherheit der Dividenden. Das heißt, warum sage ich hohe Sicherheit? Im Vergleich zu den anderen. Und zwar sollte es einen Ausfall bei den Dividenden geben. Gab es noch nicht, weiß nicht, wann das vorkommen sollte, aber sollte das sein, werden diese kumulativ dir aufgerechnet. Das heißt, du bekommst alle 3 Monate 2% Dividende. Fallen 2 Monate aus, kriegst du im dritten Monat nicht 2%, also im dritten, ich sage nicht Monate, sondern Quartal. Du kriegst jedes Quartal kriegst du 2% Dividende. Kriegst du 2 Quartale, keine Dividende, kriegst du im dritten Quartal dafür 6% Dividende. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dir geht das praktisch nicht verloren, es wird bloß aufgeschoben. Das ist sicher und die Dividende ist auch sicher dir bei einer Liquidation der ganzen Firma. Wenn jetzt Strategy pleite geht und alles irgendwie den Bach runtergeht und Bitcoin auf 0 geht und alles, dann kriegst du dann einen Nennwert von $100 plus die Dividendenzahlungen, die dir zustehen. Kriegst du dann sicher ausgezahlt. Und zwar, deswegen sage ich auch höhere Sicherheit gegenüber den anderen. Und zwar die Reihenfolge ist, erst werden STRF ausgezahlt, dann STRC, die werde ich jetzt noch in anderen Videos vorstellen. Die habe ich noch nicht vorgestellt. Und dann STRK, von der wir jetzt die ganze Zeit reden, die ist praktisch direkt an dritter Stelle. Die wird meiner Meinung nach mit 99% Wahrscheinlichkeit auch noch ausgezahlt werden. Dann kommt erst STRD, das ist nochmal ein größerer Bestandteil der Firma. Also da geht es um Liquidation. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber das ist wichtig zu betonen. Und dann kommen erst die Stammaktien MSTR, die auch an der Börse gehandelt werden, die kommen immer als letztes.
Davor kommen noch Kredite und alles, was sie noch haben. Das ist auch nicht so viel, aber das ist noch zu betonen. Und deswegen gibt es hier eine höhere Sicherheit an der Dividende, an der Auszahlung und sie ist eben kumulativ. Dann gibt es diese Riesenoption als zweiten Vorteil, nenne ich das jetzt hier, von dem Umwandlungsrecht. Das habe ich auch schon erklärt. Dritter Vorteil, wenn man das so sagen kann, und zwar, man bekommt, wenn die Dividende nicht gezahlt wird, über 4 Quartale. Es gab noch nicht den Fall, die Aktien sind jetzt eben noch frisch, man weiß es nicht, wann sowas vorkommen sollte in Bärenmärkten, wenn jetzt wirklich der Preis signifikant fallen würde von Bitcoin oder lauter so Sachen passieren würden. Es ist einfach wichtig zu betonen, dass man auch die Option hat. Wenn die Dividende 4 Quartale nicht gezahlt wird, dann bekommt man so ein Stimmrecht, dass man dann einen Direktor in das Unternehmen wählen kann, also einen Direktor in das Board of Directors heißt es. Das ist praktisch wie so die Hauptversammlung und der soll dann praktisch, also den können dann die Dividenden Leute, also die Gläubiger, die Dividende haben wollen, wählen den dann und der wird dann wahrscheinlich für die Gläubiger natürlich sagen, okay, bevor wir jetzt wieder irgendwas Neues finanzieren oder irgendwo Geld ausgeben, bezahlen wir erstmal die Dividenden. Soll praktisch der Sinn darin sein, dass man nur noch eine Option hat. Genau, Nachteile, etwas niedrigere Dividende, aber dafür die Option. Und ja, ich habe das auch schon genannt. Eben, man kann auch die Dividende in MSTR-Aktien bekommen, das ist noch zu erwähnen. Dass diese Dividende dann natürlich auch kursabhängig ist. Aber für junge Leute wie mich ist das jetzt kein Nachteil. Ich bekomme MSTR-Aktien. Ich bin von MSTR überzeugt. Ich denke, Michael Saylor hat hier ein Riesenunternehmen aufgebaut, was wie eine Bank agiert, was hier immer größer wird und immer mehr Geld in sich fließen lässt und mit dem Geld wirklich gut arbeitet. Also das praktisch bessere Renditen einfährt als andere Unternehmen. Und dass man hier eine sichere Dividende und eine gute Aktie als Dividendenzahlung hat. Das war's zum Video von MSTK. MSTK ist einer meiner Favoriten. Ich werde das aber auch nochmal im Video betonen, indem ich alle 4 Aktien auf einer Tabelle vergleiche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Es ist ein komplexes Thema, aber ich versuche es. Und danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.